meinem letzten kleinen Projekt möchte ich heute einen Werbe- und Tracking-Blocker machen. Dazu installiere ich das Betriebssystem Raspbian Lite und Pi-hole. Wie ich das mache, zeige ich euch hier. Man braucht eine passende Speicherkarte für den Raspberry. Für den Raspberry Pi 3B Plus benutze ich eine MicroSD-Karte mit 32 GB. Nun braucht man ein Programm, mit dem man eine SD-Karte flashen kann, zum Beispiel Balena Etcher oder auch den Pi Imager. Ein Raspbian Pi Image kann man kostenlos auf der offiziellen Homepage herunterladen. Im Programm wählt man das Image aus und die SD-Karte und startet den Flash-Vorgang. Wenn der Vorgang dann abgeschlossen ist, füttert man seinen Raspberry dann mit der passenden Speicherkarte. Danach schließt man den Pi an und kann ihn entweder an einen Monitor anschließen oder extern von einem anderen Computer aus darauf zugreifen über eine Shell-Oberfläche. Für einen Anfänger, so wie ich einer bin, ist es vielleicht etwas entspannter, das an einem Monitor zu machen. Das Betriebssystem startet zügig und schon nach kurzer Zeit kommt ein Anmeldebildschirm und da müsst ihr in der Shell dann den Benutzernamen und das Passwort eingeben. Das ist standardmäßig erst einmal Pi und Raspberry. Da zunächst noch eine englische Tastatureinstellung vorhanden ist, müsst ihr Raspberry Z eingeben, damit das Passwort auch gültig ist. In der Konfiguration werde ich das Tastaturlayout bald umstellen. Nach dem Einloggen können wir auch gleich anfangen, Raspbian zu konfigurieren. Dazu geben wir den Befehl ein sudo raspi-config ein. Auf der englischen Tastatur ist der Bindestrich da, wo bei uns das scharfe S liegt. Wenn man den Befehl dann richtig eingegeben hat, kommt irgendwann eine Oberfläche zum Vorschein. Sie sieht ein bisschen aus wie ein BIOS. Hier können wir die Spracheinstellungen verändern, das Tastaturlayout, die Verbindung zum Internet und auch wichtige Einstellungen wie SSH. Dazu kommen wir dann später noch. Ich fange hier an mit den Spracheinstellungen und den Einstellungen zur Region. Option 5 also. Dann geht man ins erste Untermenü für die Lokalisation. Hier sucht man sich das passende Sprachpaket. Das ist für Deutschland DE UTF-8. Ich wähle das Paket mit der Leertaste und kann dann mit Shift und Return zu OK und weiterkommen. Hier wählt man noch einmal DE UTF-8 für das System aus. Anschließend bestätigt man die Auswahl. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart sichtbar werden, aber das System baut jetzt schon mal alles um, dass es nachher funktioniert. Nun gehen wir nochmal zu Option 5 und widmen uns der Zeitzone. Auch hier suchen wir natürlich unsere Region, unseren Teil der Welt, unsere Zeitzone genau, vielleicht die nächstgelegene Stadt. Bei mir ist es eben Berlin als Zeitortbestimmung. In der Lokalisation ändere ich jetzt das Tastaturlayout, damit es später bei Passworteingaben etc. nicht zu Problemen kommt, wie zu Beginn mit dem Z und Y. Ich wähle Generic 105 KeyPC und gehe dann zu Other. Hier wähle ich für mich German und ihr wählt natürlich das, was ihr haben möchtet. Danach wähle ich gleich noch einmal German und bestätige die Standardeinstellungen, hier Default. Ich wähle No Compose Key und dann bin ich auch damit durch. Die letzte Einstellung für die Lokalisierung betrifft das WLAN. Auch hier wähle ich wieder mein Land, also Germany in meinem Fall, und dann sind wir mit dem Gröbsten auch schon durch. Ich muss nur noch SSH aktivieren, falls es deaktiviert ist, und ein neues Kennwort festlegen.
Bei 3, den Interface Options, gibt es die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Wichtig für uns ist hier SSH. SSH bedeutet Secure Shell und meint im Grunde, dass wir von einem anderen Gerät aus auf diesen Raspberry Pi sicher zugreifen können und damit unser Pi-Hole steuern und einstellen können. SSH wird also aktiviert, mit OK bestätigt und jetzt brauchen wir nie wieder einen Monitor oder eine Tastatur anzuschließen, sondern können vom Handy oder Computer aus oder vom Tablet aus darauf zugreifen und es steuern. Bei der 1 in den Systemoptionen finden wir auch die Möglichkeit, das Passwort zu ändern. Das ist unter Menü 3. Wir sollten das Passwort auch unbedingt ändern, denn sonst sind wir bei aktiviertem SSH leicht Beute für Leute, die das irgendwie ausnutzen können. Ich gebe das Passwort zweimal ein, bestätige das Ganze und notiere mir das Passwort an einem sicheren Ort. Jetzt kann man hier an dieser Stelle noch ein Update durchführen, andernfalls würde man es einfach später machen. Je nachdem, welchen Raspberry und welches Raspbian ihr benutzt, kann es sein, dass man noch eine spezielle Einstellung vornehmen sollte. In den Advanced Options, hier bei der 6, gibt es noch die Möglichkeit, ein Resize-File-Programm starten zu lassen, damit das Betriebssystem die ganze Kapazität der SD-Karte auch nutzen kann. Bei mir wurde das beim ersten Start bereits automatisch durchgeführt, aber bei anderen Systemen ist es vielleicht nötig, das manuell zu tun. Ganz zum Schluss navigiere ich nach unten rechts zu Finish und beende die Arbeit an der Konfiguration. Die Shell ist jetzt wieder aktiv und ich gebe sudo reboot now ein. Das System startet neu und übernimmt alle Veränderungen, die ich gerade vorgenommen habe. Wenn Raspbian soweit ist, können wir beim Einloggen jetzt unser neues Passwort eingeben. Raspbian ist jetzt im Grunde vollständig installiert und wir können von hier aus nun verschiedene Dinge installieren, um den Raspberry Pi für verschiedene Zwecke nutzbar zu machen. Da ich den Raspberry zu einem Pi-Hole machen möchte und später auch von einem anderen Computer darauf zugreifen will, brauche ich seine IP-Adresse. Die kann man abfragen, indem man folgenden Befehl eingibt. Hostname-I. Jeder Router wird jedem Raspberry Pi, der angeschlossen wurde, eine andere Netzwerkadresse zuweisen. Bei mir ist es diese Nummer, bei euch eine andere. Schreibt sie euch auf, damit ihr sie später verwenden könnt. Zu allerletzt laden wir noch die aktuellen Paketlisten herunter für Raspbian und installieren dann sämtliche Updates. Dazu brauchen wir den Befehl sudo apt-get update und anschließend das Kommando sudo apt-get upgrade. Manchmal kommen einige Anfragen und die bestätigt man dann mit Ja. Von hier aus haben wir ein vollständiges aktuelles Raspbian und können anfangen, es für unsere Zwecke einzurichten. Dazu starten wir das System einmal neu, sudo reboot now. Jetzt erklären wir dem Tracking und der Werbung den Krieg, indem wir Pi-Hole installieren. Dazu geben wir diese Kommandozeile ein. Diese und auch alle anderen Kommandos, die ich in diesem Video benutze, findet ihr unten in der Beschreibung. Achtet darauf, dass der Raspberry Pi weiterhin eine Internetverbindung hat, dann beginnt der Download und die Installation. Das kann einige Minuten dauern, manchmal aber geht es sehr zügig. Wenn die Installation abgeschlossen ist, startet ein Einrichtungsassistent. Ihr werdet jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass ihr euren Raspberry Pi zu einem Adblocker umwandelt. Wer die Arbeit am Pi-Hole honorieren möchte, kann den Machern ja auch eine Spende dalassen. Der Raspberry Pi und das Pi-Hole brauchen eine feste IP-Adresse, die sie vom Router bekommen. Hier wählt ihr jetzt eure Internetverbindung aus, wobei alle Quellen, die ich genutzt habe, eine kabelgebundene Internetverbindung empfehlen. Der Raspberry sollte dann jetzt oder später direkt an den Router angeschlossen werden. An dieser Stelle jetzt müsst ihr euch für einen DNS-Provider entscheiden. Ihr könnt aber auch einen eigenen einstellen. Dazu gebt ihr dann in Custom die jeweilige DNS-Adresse ein, zum Beispiel 1111 von Cloudflare. Der Pi-Hole verwendet Filterlisten, genauso wie die meisten Adblocker, um DNS-Anfragen zu filtern und die Werbung herauszukriegen.
Mit der Installation werden Standardfilter mitgeliefert, die kann man einfach anklicken und nutzen. Das ist auf jeden Fall ein guter Start und kann später noch ergänzt werden. Auch hier würde ich die Standardeinstellungen lassen, die Internetprotokolle in Version 4 und 6 einfach anklicken, damit das Serverblocking effektiv läuft. Pi-hole braucht eine feste IP-Adresse, um seine Arbeit gut machen zu können. Deswegen solltet ihr hier auf Ja klicken, um es dem Raspberry Pi zu erlauben, die Adresse nun festzusetzen. Ihr werdet hier gefragt, ob ihr das Webinterface installieren möchtet, und das kann ich nur empfehlen, weil es die Arbeit mit dem Pi-hole deutlich leichter macht als über das Terminal alleine. Auch bei den nächsten Wahlmöglichkeiten folge ich den Empfehlungen des Pi-hole und drücke auf On und OK. Nach der Installation der Web-Oberfläche und des Webservers erscheint dieses Feld, bei dem es besonders wichtig ist, das Passwort ganz unten zu notieren, denn damit werden wir uns später in den Pi-hole einloggen. Der Raspberry Pi ist jetzt im Grunde schon ein Werbeblocker und er läuft. Damit er aber auch wirklich funktioniert auf den Geräten, mit denen ihr ins Internet geht, muss man ihn noch als DNS-Zwischenserver festlegen. Das macht man entweder im Router selbst, den ihr benutzt, falls euer Router das zulässt. Die Router zum Beispiel, also die einfachen Router von Vodafone, lassen das leider nicht zu. Andere Router aber können das, wie zum Beispiel die meisten Fritzboxen. Alternativ könnt ihr dann einfach an den Computern, mit denen ihr arbeitet, jeweils einzeln mit dem Computer selbst den DNS-Server festlegen, sodass dann die Filterung einzeln pro Gerät passiert. Hier zeige ich nun, wie ich das an meinem Computer einrichte. Dazu gehe ich unten in die Netzwerkeinstellungen zu den Adapteroptionen und dort wähle ich dann die Verbindung aus, mit der ich ins Internet gehe. Über einen Rechtsklick komme ich zu den Eigenschaften und zu den Internetprotokollen, die ich verändern möchte. Hier wähle ich nun nacheinander das Internetprotokoll Version 4 und 6 aus, gehe zu den DNS-Einstellungen unten und tippe beim bevorzugten DNS-Server die DNS meines Raspberry Pi an bzw. des Pi-hole. Diese Adresse haben wir uns im ersten Teil notiert. Jetzt sollte man die Web-Oberfläche des Pi-holes besuchen, indem man in einem Browser die IP-Adresse eingibt. Mit /admin kommt man dann zu einem Login-Screen, wo man das Passwort, das man vorhin notiert hat, jetzt aufschreiben sollte. Und nun seid ihr fertig. Pi-hole ist eingerichtet, er arbeitet, filtert, Tracking und Werbung für euch, und hier an dieser Stelle könnt ihr ihn jetzt gut überwachen, neue Einstellungen vornehmen, Filterlisten aktualisieren, ihn auch ausschalten, wenn ihr das wollt. Rundum alles, was man zur Verwaltung braucht. Ich benutze den Pi-hole so, wie ich es gezeigt habe, so wie ich ihn eingerichtet habe, jetzt ungefähr einen Monat, und ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, wie er läuft. Da muss man vielleicht optimalere Einstellungen finden. Was auf jeden Fall schön ist, ist, dass bei vielen Stellen, wo Werbung angezeigt wird, nun weiße Felder zu sehen sind. Dadurch erscheint die Oberfläche insgesamt links und rechts und mittig nicht mehr wie in Las Vegas, sondern etwas aufgeräumter, übersichtlicher und einfach schöner. Ich mag leere Flächen. An vielen Stellen aber taucht hier und dort doch noch Werbung auf, und das kann man noch verbessern. Tipps dazu nehme ich gerne in den Kommentaren an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.